Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich muss zugeben, dass das Rechts-vor-Links-Thema schon lange überfällig ist, weil ich würde sagen, relativ viele Schüler haben da Probleme oder sie wissen nicht genau, wie sie vorgehen müssen. Aber dafür bin ich ja da, ne? Ich werde das ganze Rechts-vor-Links-Thema aber relativ ausführlich durchleuchten. Also bleibt bis zum Ende da, dann geht ihr hier mindestens mit einem Doktor in Rechts-vor-Links raus. Nun ja, oder so ähnlich. Was genau ist eigentlich rechts vor links? Rechts vor links ist eine Vorfahrtsregelung an Kreuzungen oder Einmündungen, wenn sich zwei oder mehrere Fahrzeuge treffen. Und wie funktioniert das genau? Nehmen wir mal an, es treffen sich zwei Fahrzeuge an einer Kreuzung. Ihr kommt in dem grünen Auto von unten, also aus eurer Sicht aus gesehen kommt das rote Auto dann von rechts. Allerdings von seiner Sicht aus gesehen kommt ihr dann logischerweise von links. Also ergibt sich daraus dann die Regel rechts vor links. Das Auto, welches von rechts kommt, fährt immer zuerst. Für den Fall, dass aus der linken Straße ein Auto rauskommen sollte, müsst ihr jetzt aus seiner Sicht rausgucken, weil da kommt ihr von rechts. Und aus eurer Sicht kommt er logischerweise von links. Also ergibt sich daraus wieder das rechts vor links. In diesem Fall fährt der rote dann als erstes, weil eure Vorfahrt ändert sich nicht, danach ihr und als letztes das silberne Auto. Ist im Prinzip ganz easy, weil die Straße rechts von euch hat einfach immer Vorfahrt. Für den Fall, dass ihr links eine Straße haben solltet, habt ihr Vorfahrt. Super wichtig ist hier bei der Vorfahrtserkennung, ist es immer nur wichtig, woher ein Auto kommt und nicht, wo es hin will. Woher weiß ich denn, wo überall rechts vor links ist? Und dafür müsst ihr jetzt die Vorfahrtsregelung in Deutschland kennen. Die wichtigste bzw. oberste Vorfahrt in Deutschland ist der Polizist. Danach an zweiter Stelle kommen die Ampelanlagen, als drittes dann die Schilder bzw. Verkehrszeichen und zuletzt kommt dann unsere rechts vor links. Also habt ihr nur rechts vor links, wenn keine Schilder, keine Ampeln und natürlich kein Polizist vorhanden ist. Wichtig ist aber hier zu sagen, es muss eine Straße sein. Wie man hier jetzt wunderschön erkennen kann, habt ihr rechts eine Straße, habt weder ein Verkehrszeichen noch eine Ampel, also wäre das hier eine rechts vor links. Ich muss aber sagen, dass die Vorfahrt in Deutschland relativ einfach aufgebaut ist. Wenn man aber mal von oben auf eine Karte guckt, kann man das relativ gut erkennen. Die ganzen rot markierten Straßen, die ihr hier sehen könnt, sind alles die ganzen größeren Vorfahrtstraßen. Auf diesen Vorfahrtstraßen habt ihr dann logischerweise immer Vorfahrt oder ihr habt die Vorfahrt durch eine Ampelkreuzung geregelt. In diesem Fall müsst ihr euch um rechts vor links natürlich keine Gedanken machen. Sobald ich dann aber abbiege in eine kleinere Straße, müsst ihr dann sofort aufpassen, weil in diesem Gebiet habt ihr dann überall rechts vor links, bis man dann halt irgendwann wieder auf eine größere Straße kommt. Ich finde, dass man das von oben auf so einer Kartenansicht relativ gut erkennen kann, wie einfach die Vorfahrt eigentlich strukturiert ist. Das heißt, wenn man sich in der Stadt ein bisschen auskennt, weiß man eigentlich schon, was man für eine Vorfahrt hat anhand der Straße, auf der man fährt. Wobei man hier sehr vorsichtig sein muss, weil gerade außerorts gibt es durchaus größere Straßen, auf denen trotzdem rechts vor links gefahren werden muss. Woran erkenne ich denn jetzt genau eine Straße? Und wie kann ich mir da sicher sein? Und genau das ist eine super wichtige Frage, weil mega viele Schüler da Probleme haben. Aber ich versuche euch mal ganz kurz darzustellen, was genau ich damit meine. So, wenn ihr hier auf einer größeren Vorfahrtsstraße unterwegs seid, habt ihr, wie hier zu sehen, vor jeder Straße natürlich ein Vorfahrtsschild. Dies hilft euch natürlich auch total, erstmal zu erkennen, dass da überhaupt eine Straße kommt. Ist in diesem Fall natürlich nicht so wichtig, weil ihr klar Vorfahrt habt, aber wie man hier schön erkennen kann, helfen Schilder zu erkennen, dass da eine Straße kommt. Und im Gegenzug habt ihr jetzt mal eine Straße hier, wo gar keine Schilder am Rand stehen. Aber trotzdem habe ich auf der rechten Seite so Straßen oder Einmündungen oder was das sind. Aber ich glaube, ihr könnt hier schon relativ gut erkennen, dass das jetzt hier nicht mehr so einfach ist zu entscheiden, ist das eine Straße und wie ist eigentlich die Vorfahrt hier. Also müsst ihr einfach nur erkennen können, wie man eine Straße von Einfahrten oder Parkplätzen unterscheidet. Woran erkenne ich jetzt also eine Straße? Zum einen habt ihr einmal die Straßennamenschilder und als zweites habt ihr die Bordsteinkante, woran ihr das erkennen könnt. Hier muss man allerdings mega aufpassen, weil es auch Straßen gibt mit einem Straßennamenschild, wo aber kein rechts vor links ist.
Hier habt ihr zwei Beispiele davon, wo ihr so eindeutig ein Straßennamenschild oben habt und es stehen natürlich auch keine Vorfahrtsschilder dort. Also sollte man eigentlich meinen, das was wir gerade gelernt haben, dass da eine ganz normale Straße ist und wenn kein Vorfahrtsschild ist, ist natürlich rechts vor links. Nur genau das ist bei diesen beiden Beispielen nicht der Fall. In diesem Fall jetzt müsst ihr unbedingt auf die Bordsteinkante achten. Wenn der Bordstein mit in die Straße reingeht, auf beiden Seiten, hier auf dem Bild rot markiert, wäre das in diesem Fall eine richtige Straße und da wäre auch rechts vor links. Und auf der anderen Kreuzung von gerade eben verläuft der Bordstein aber gerade und geht nicht in die Straße hinein. Genauso wie auf dem zweiten Beispiel hier zu sehen. Also, wenn der Bordstein gerade verläuft, ist kein rechts vor links. Also, man kann sagen, dass man als Autofahrer nur hundertprozentig erkennen kann, ob das eine Straße ist oder nicht, anhand des Bordsteins. Hier habt ihr jetzt ein relativ schönes Beispiel, muss ich sagen. Weil wie ihr sehen könnt, habt ihr hier wieder ein Namensschild, Bordstein verläuft gerade. Also wäre hier selbstverständlich kein rechts vor links. Allerdings muss ich sagen, kommt jetzt noch eine andere Ausnahme hinzu, nämlich diese hier. Die Spielstraße bzw. eine Fußgängerzone. Denn wer aus einem verkehrsberuhigten Bereich kommt, ist immer wartepflichtig. Also gehen wir mal eben ganz kurz die Ausnahmen von rechts vor links durch. Die erste Ausnahme verkehrsberuhigter Bereich, also Spielstraße und Fußgängerzonen. Die zweite Ausnahme haben wir bereits kennengelernt, nämlich Bordstein verläuft gerade. Die dritte Ausnahme sind Feld- und Waldwege. Und die vierte Ausnahme Parkplatz und Einfahrt, wobei sich das oft mit Bordstein gerade überschneidet. Allerdings muss man auch zu den letzten beiden Ausnahmen sagen, da das keine richtigen Straßen sind, sind das eigentlich auch keine richtigen Ausnahmen. Wichtig ist auch noch das Rechts vor links Zeichen gefährliche Kreuzung mit Vorfahrt von rechts. Also eine Rechts vor links. Das Schild steht überall, wo die Straße schlecht einzusehen ist. Also stellt euch auf eine rechts vor links mit schlechter Sicht in die Straße ein. Hier habt ihr jetzt ein kleines Beispiel, die Kameraposition ist nicht ganz so gut, aber ich glaube man kann erkennen, wie schlecht man hier einsehen kann. Also kann man kurz zusammenfassen. Rechts vor links ist also nur, wenn die Straße von euch gesehen aus rechts ist, wenn kein Polizist, Ampel oder Schild vorhanden ist, wenn das auch wirklich eine Straße ist, wenn das kein verkehrsberuhigter Bereich ist, wenn ihr das Verkehrszeichen gefährliche Kreuzung mit Vorfahrt von rechts habt, wenn es kein Feldweg oder eine Einfahrt ist, wenn der Bordstein in die Straße reingeht. Und woher weiß ich, mit welcher Geschwindigkeit ich bei rechts vor links fahren soll? Mit Abstand das Wichtigste ist die Sicht. Also natürlich Sicht in die Straße. Es gibt Straßen, wo ihr so gut sehen könnt, dass ihr nicht mal bremsen müsst. Hier fahren wir gerade außerorts und dort kommt auf der rechten Seite eine rechts vor links. Aber wie man hier schön erkennen kann, habt ihr hier auf die Straße 200 bis 400 Meter perfekte Sicht. Ich könnte ein ankommendes Auto sofort erkennen, also müsste ich hier nicht mal vom Gas gehen, sondern könnte unverändert weiterfahren. Man muss natürlich dazu sagen, dass man auf jeden Fall schon gucken muss, weil wer nicht guckt, kann natürlich auch nichts sehen. Es gibt aber wiederum auch Straßen, wo ihr so verdammt schlecht sehen könnt, dass ihr im ersten Gang fahren müsst. Hier kann man jetzt relativ gut erkennen, ihr habt auf der rechten Seite quasi den halben Garten Eden im Weg. Also wie ihr seht ihr nichts, also muss ich mich hier auch im ersten Gang vorsichtig rantasten. Man muss auch sagen, der Schüler macht das hier wunderschön vor. Wichtig bei der Sicht und bei der Geschwindigkeit, ich muss jederzeit ohne Probleme vor der Straße anhalten können, falls dort jemand kommt. Was hier sehr hilfreich sein kann, stellt euch einfach vor, dass jeden Augenblick aus der Straße ein Auto rauskommt. Dann fährt man meistens automatisch so, dass man rechtzeitig anhalten kann. Und ihr werdet nicht überrascht. So, der zweite Punkt bei Wahl der richtigen Geschwindigkeit. Die Erfahrung. Denkt immer daran, dass ihr Fahranfänger seid. Eure Reaktionszeit ist in der Regel schlechter und ihr habt in der Regel einen längeren Bremsweg.
Natürlich in erster Linie der Reaktionszeit geschuldet, aber auch von der Art her, wie ihr bremst. Progressives Bremsen. Der dritte Punkt bei Wahl der richtigen Geschwindigkeit ist die Fahrbahn. Achtet darauf, wie die Fahrbahn beschaffen ist. Ganz egal, ob nasse, glatte oder unebene Fahrbahn. Alles, was euren Bremsweg verlängert, müsst ihr bei der Wahl der Geschwindigkeit mit einbeziehen. Geht hierbei bitte keinerlei Risiko ein und fahrt immer so, dass ihr Reserven habt. Also kann man kurz zusammenfassen, bei der Wahl der richtigen Geschwindigkeit bei rechts vor links habt ihr zum einen die Sicht, die Erfahrung und natürlich die Fahrbahn. Denkt daran, ihr müsst jederzeit ohne Probleme vor der Straße zum Stehen kommen können, falls jemand da rauskommt. Stellt euch einfach vor, dass einer aus der Straße herauskommt, so werdet ihr nicht überrascht. Falls man schlechter sieht, fahrt so an die Straße heran, dass ihr die Füße vor der Bremse bzw. Kupplung habt. So werdet ihr es auf jeden Fall leichter haben, rechtzeitig anzuhalten. Und für wen gilt alles rechts vor links? Eigentlich für alle, kann man sagen. Autos, Motorräder, Schlittschuhläufer. Ganz wichtig für Fahrschüler, auch Radfahrer. Also alle, die auf der Straße fahren. Bei Fußgängern muss man hier sagen, die laufen weniger auf der Straße, sondern meistens auf dem Fußweg. Wichtiger Tipp, rechts vor links. Gerade für Fahrschüler ist sehr, sehr wichtig, falls man schlechter in die Straße einsehen kann, lasst euch Zeit und geht da absolut kein Risiko ein. Denkt bitte daran, was ich in meinem Prüfungsvideo über die Zeit gesagt habe. Je länger ihr euch an jeder rechts vor links Zeit lasst in der Prüfung, desto besser für euch, weil man halt einfach weniger Strecke schafft. Also würde ich natürlich an einer rechts vor links, wo ich schlecht sehen kann, auch nicht schnell fahren. Ist doch quasi nur mein eigenes Risiko. Zum Schluss habe ich jetzt noch ein wichtiges Thema, was sehr, sehr häufig falsch gemacht wird. Bei rechts vor links ist das Spurverhalten besonders wichtig. Die weiße Linie ist ungefähr die Mitte der Fahrbahn und hier habt ihr den Anfang der Straße. Jetzt müsst ihr das irgendwie hinbekommen, dass ihr vor der Straße wieder in eurem Fahrstreifen seid. Sonst hättet ihr ein Problem, weil das Auto, was da raus möchte, nicht um euch rumfahren könnte. Und wie man jetzt hier schön sehen kann, hat der Fahrschüler das auch falsch gemacht. Hier kann man jetzt relativ gut erkennen, wenn man wieder zurück in den Fahrstreifen fährt, würde da auch locker ein Auto rumpassen. Ich lasse das Video jetzt mal ganz kurz laufen, weil da kommt gleich nochmal die gleiche Situation. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Autofahrer oft so mega beschissen parken, dass man da echt keinen oder sehr wenig Platz hat reinzukommen. So, und dasselbe gilt natürlich auch, wenn ihr hier beispielsweise einen Fahrradfahrer vor euch habt. Hier habt ihr die rechts vor links und natürlich das Fahrrad. Hier wäre ungefähr wieder der Mittelstreifen. Aber ihr dürft auf gar keinen Fall vor der rechts vor links überholen. Hier kann man das jetzt aber wieder relativ gut erkennen. Würdet ihr auf dem linken Streifen ankommen, würde das Fahrzeug hier nicht rumkommen. Also denkt immer daran, wenn ihr eine rechts vor links Straße habt, müsst ihr immer auf eurem Fahrstreifen sein beim Reingucken. Wie schon gesagt, sonst würde das andere Fahrzeug nicht durchkommen und ihr würdet ihm quasi die Vorfahrt nehmen. Rechts vor links ist in der Prüfung natürlich sehr, sehr wichtig, weil ihr könntet schon bei einem Fehler sehr schnell durchfallen. Dabei muss ich nicht mal jemandem die Vorfahrt nehmen. Es würde reichen, wenn man rechts vor links übersieht oder sich einfach nur falsch verhält, in Klammern falsches Tempo. Es bringt also nichts zu sagen, es kam ja kein Auto. Wenn eins kommen würde, dann könntet ihr nicht rechtzeitig anhalten. Und das würde unter Umständen schon reichen, um durchzufallen. Dann gibt's noch das Thema rechts vor links auf Parkplätzen, wo sich immer Gott und die Welt drüber streiten. Auf Parkplätzen wäre rechtlich gesehen kein rechts vor links, egal ob dort die StVO gilt oder nicht.
Es kann kein rechts vor links sein, weil das keine Straßen sind. Dennoch muss ich sagen, ich würde auf dem Parkplatz immer nach rechts vor links fahren, weil wenn dort was passiert, bekommt ihr als Autofahrer immer eine Teilschuld, egal ob man was falsch gemacht hat oder nicht. Deswegen fahrt auf dem Parkplatz auch immer nach rechts vor links. Kurz gesagt, der Prüfer will hier, dass man guckt. So, hier habt ihr nochmal ein sehr schönes Beispiel. Wir sind hier auf dem Parkplatz unterwegs und hier habt ihr dann überall von rechts die Einmündung. Also würde ich jetzt hier immer gucken, ob da Autos kommen und nach rechts vor links fahren. Man muss auch echt sagen, der Parkplatz ist verdammt eng. Deswegen muss der Fahrschüler jetzt hier auch teilweise Leute durchlassen, weil wir da gar nicht durchpassen würden sonst. Wichtig ist, die rechts vor links Geschichte bezieht sich natürlich nur auf den Parkplatz, wenn man sich da drauf befindet. Wenn ich den Parkplatz verlassen will, muss ich natürlich immer Vorfahrt gewähren, weil das eine private Einfahrt ist, also ein Parkplatz. So Leute, wir sind fast beim Ende, was jetzt aber noch ganz wichtig sein könnte, ich hätte das fast vergessen. Rechts vor links kann es nicht nur innerorts in kleineren Straßen geben, sondern auch, wenn ihr außerorts fahrt. Wenn ihr natürlich auf so einer größeren Vorfahrtsstraße wie hier unterwegs seid, habt ihr selbstverständlich immer Vorfahrt. Es gibt aber auch so etwas kleinere Straßen, so wie hier, wo ich aber trotzdem 100 fahren darf. Und da sind dann manche Leute sehr überrascht, wieso denn da auf einmal rechts vor links ist, obwohl man ja 100 fahren darf. Aber Leute, denkt daran, das kommt halt nicht auf die Geschwindigkeit an, die man da fahren darf, sondern vielmehr, ob das da rechts eine Straße ist und ob da Verkehrsschilder stehen. Also kann das durchaus mal vorkommen, dass auch bei Tempo 100 rechts vor links ist. Aber natürlich dann nicht auf den großen Vorfahrtsstraßen, weil da natürlich immer Vorfahrt ist, sondern das sind schon kleinere Nebenstraßen. Ich will schwer hoffen, dass ich nichts Wichtiges vergessen habe und dass ihr wirklich den Doktortitel in rechts vor links habt, den ich euch versprochen habe. Wenn ihr irgendwas zu meckern habt, schreibt es in die Kommentare. Ein Lob nehme ich aber natürlich auch immer gerne mit, wie ihr wisst. Macht es gut wie immer, haltet das Lenkrad gerade, bis zum nächsten Mal.